Eile und hallo aus meiner Werkstatt. Heute schaffe ich wieder mal am Audi dran, und zwar möchte ich einen Ölwechsel machen und das noch nie davor gemacht. Ja, klar bei anderen Autos und in der Firma, aber noch nicht an dem Audi. Ölfilter habe ich letztes Mal mitbestellt von Autodoc und ich gehe davon aus, dass er passt. Öl habe ich von der Firma gekauft, 5W30, Audi Seat 5W30 oder 5W40. Es ist ein spezielles Low Ash für Partikelfilter, Dieselmotoren. Darum habe ich es genommen und durch das, dass ich als Mitarbeiter einen besseren Preis gekriegt habe, ist natürlich auch ein Grund. So, das erste, was ich jetzt machen werde, ist, ich muss gerade aufmachen. Das Auto läuft draußen schon warm. Ich habe einen Zusatz hier gelernt, das zeige ich Ihnen heute noch, damit das ganze Ölsystem ein bisschen gespült wird. Sei anscheinend gut vor dem Ölwechsel. Habe ich bis jetzt noch nie verwendet, aber ich weiß nicht, wenn der Vorbesitzer den letzten Ölwechsel gemacht hat. Darum haben wir gedacht, ich tue das mal rein, zum sicher alles auszuwaschen. Und ja, 8,5 Liter brauchen wir, 10 Liter Öl habe ich da, Filter habe ich da, Werkzeug liegt da umeinander. Dann ist das erste, was ich machen muss, ist grob aufmachen und dann fahren wir im Auto rein. Viel Spaß dabei und ja, schauen halt zu. Ich versuche es nebenher zu erklären und ja, aber wie gesagt, ich habe es da vorne nie gemacht. Ich weiß so, ich habe noch nie mit der Kamera unten in der Grube was aufgenommen, also ich weiß nicht, wie dort die Lichtverhältnisse sind. Und ja, ich hoffe, ihr vergeht mir, wenn es nicht so gut ist, wie ich das gekauft habe. Tschüss, du Will. So, Auto ist hin. Was ich da habe davor ist die Liquid Moly Motorspülung. Die habe ich vom Dürtschatz, nützt ihr das? Beschreibung sieht, in warmer Motor schütten, den 5 bis 10 Minuten warm laufen lassen oder im Standgas laufen lassen. Und dann wird das funktionieren. Jetzt, das erste, was wir machen müssen, ist mal die Verkleidung wegnehmen. Die ist nur aufgeklipst, also einfach anlupfen, weg tun. Dann haben wir da einen Ölfilter. Da ist Öleinfüllung. Da haben wir den Ölmessstab, da hinten weg. Da sind wir im Moment ein bisschen über Max, was nicht gut ist. Weil, wenn man ein bisschen zu viel Öl drin hat, kann das von der Ölwanne-Entlüftung rausgedrückt werden in den Ansaugtrag und dann hast du einen Haufen Rauch. So, jetzt tue ich einmal die Kamera ein bisschen auf die Seite, weil jetzt muss ich noch die letzten Bretter weg tun, gleich reinwerfen und dann noch reingehen. Und dann sagen wir alles tun. So, das Zeug habe ich damals selber eingebaut. Schau, ob das Licht noch dort noch. Wobei ein paar Sachen schon, da schon am Rost verfallen sind. Also muss ich da mal nachschaffen. Dann schauen wir, wie das Auto so beieinander ist. Wie gesagt, bin noch nie unter dem Auto gewesen. Ausschauen dort, dass das Getriebe nicht ölen. Da läuft es nicht nach Öl aus. Ja, das könnte man ein bisschen. Ich mache mal ein bisschen eine Taschenlampe an. Da könnte man ein bisschen Rostbehandlung machen oder zumindest Seilfett aufsprühen, gleich auf dieser Seite. Und natürlich ist der Motor komplett verdeckt. Ui, da ist schon jemand angefahren. Also, da aufmachen, da. Ich weiß nicht, ob ich die anlösen muss oder nicht. Aber da hin. Dann kann ich die Abdeckung anmachen und dann müsste ich eigentlich schon dazu kommen. Zur Motor. Flachschraubenzieher. Und das ist Torx, schaut nach 25 aus. Schaut da nicht aus, als wären das eine Originalschrauben. Aber egal, dann tue ich das mal an. Nie warten, oder will. Hoffentlich sagt man da ein bisschen was. So, schau, ob
die Schraube rauszubringen. Ja, das sind wir sicher keine original Audi-Schraube. Im Endeffekt geht es ja nur darum, dass das Plastik da bleibt, wenn man fährt. Da wäre nicht schlecht, wenn da original wieder Schraube drin wäre. Mal schauen, was wir finden. So. Da ist noch eine. Und da ist eine. Ja. Dann auf dieser Seite das gleiche. Eins, zwei. Da, dass sie nicht verloren haben. Das sind nämlich auch nur so Hammerkopfschrauben. Ich stecke 90 Grad Verdreher, sind sie los. Und dann haben wir das schon raus. So, dann schauen wir mal da. Da schaut es mal aus, als hätten wir einen Ölverlust. Da ist es ein bisschen nass. Ja, schaut aus, als wäre das Getriebe zum Motor undicht. Muss jetzt ehrlich sagen, habe ich auch keinen Bock, das zu machen. Ansonsten schaut es gut aus. Da ist der Rahmen ein bisschen rostig. Das werden wir noch mit der Drahtbürste noch ein bisschen abputzen und ein Seilfett drauf tun. Und da haben wir schon die Ölablassschrauben. Ist sogar ein neuer Kupferring drauf. Muss ich schauen, ob ich überhaupt noch Kupferring da habe. Das kommt der alte wieder drauf. Und jetzt muss ich zuerst mal da. Das ist meine Ölablasswanne, der Herrenschieber, damit ich das machen kann. Und hoffe, dass das funktioniert, weil ich habe es bei dem Auto noch nie gemacht und so schon Jahre über. So, da ist die Ölablassschraube. Jupp. Die löse jetzt von der anderen Seite. Dann können wir von da zulegen. Grosse Ratsche, 6 Rimbusnuss. Hoffen wir, dass es gut lösen lässt. Ja. Fuck. Und heiß wie Sau. Ja, das brennt auf den Finger. So, jetzt lasse ich das mal in Ruhe abbrennen. Da ist der Ölfilter. Und zwar ist das ein Kartuschenfilter. Filter mit einem Dichtungsring, 2 Dichtungsringe sogar. Da ist er drunter. Es ist also nicht eine Kapsel, ein Metallfilter, sondern man nimmt die Kapsel vom Auto. Den schauen wir, auslagern tut es wie ein 32er. 35 steht draufstehen, aber das ist glaube ich das Drehmoment. Schauen wir mal, wie das geht. Ja, relativ gut. Gut. Dann haben wir noch einen Kübel her, weil wenn ich den Ölfilter rausnehme, der tropft. So, das ist lose. Da rein damit und dann den Ölfilter raus. Ja. Schaut eigentlich gut aus, der Filter. Der Vorbesitzer hat gemeint, er hat erst Ölfilter gemacht, aber er ist sich nicht mehr sicher, wie viele Kilometer. Und er hat gesagt, er fährt immer bei viele Kilometer. Weil das halt sein Auto war, zum mit Heimat fahren und wieder zurück. Also ist gut möglich, dass er es übers Auto hat.
Und laut Audi sollte man bei normalem Öl alle 15.000 Kilometer den Ölwechsel machen und bei Long Life alle 30.000. Also machen wir es jetzt, dann schreiben wir Kilometer danach auf. Das kann ich mal weg tun. Da ist das Öl auch abgerunnen, so, damit sie raus haben. Da ist der Flachdicht drin drauf. Habe ich noch nie so gesehen. Normalerweise ist so immer ein Öl-O-Ring drauf, aber es ist dicht gewesen davor, also da baue ich es mal genau so wieder zusammen. Kriege ich Not rein. Bei einer Dichtung muss man schauen, dass sie sich nicht verdrehen, weil sie eben rechteckig sind und keine runde. Dann da ist ein kleiner O-Ring. Auf jeden Fall ein bisschen Öl drauf, weil der geht da drinnen in die Atlasschraufe rein. Hat nicht passt. Das kommt ja in den Ölkreislauf rein, also da ich da einfach ein bisschen dicht Fett auf den O-Ring oder Rechteckring eigentlich, damit der einfach ein bisschen nass ist und der das nächste Mal relativ gut wieder rauskommt. Ich hoffe, ihr seht das alles. Nein, da habe ich jemanden, wo mir mit der Kamera hilft. Aber es sollte so wie gewesen sein. Können wir das wieder reindrehen. Drauf steht dort 35 Newtonmeter, also gut handfest. Der rechte macht Gummidichtung. Und da müssen wir jetzt noch reinfüllen. Das kann ich auch hin. Schauen, wie das drinnen ist. So, Kupferring habe ich ja genug. Das ist der alte. Das ist aber ein Profil-Kupferring oder man hat einfach schon so fest angezogen, ist unmöglich. Und das ist der neue, das ist einfach ein flacher Kupferring. Und wenn ich das stark genug anziehe, bin ich mir sicher, dass das dicht wird. Aufgehört hat der Tropfen hat so. Und dann anziehen, sodass es das Kupfer ein bisschen presst. Und das ist, was das Ding dicht macht. Da gibt es sicher auch. So, hat haben wir das Öl. So, der erste Knister können wir ganz sicher leeren, weil es gehen 8,5 Liter rein. Also könnt ihr 5 mal ganz rein. Und dann vom nächsten Kanister leere mal 1,5 Liter in den rein, der hat ja da eine Anzeige. Und dann der Rest da rein. Dann sollte ziemlich genau auf 8,5 sein. Dann starten wir den Motor einmal. Laden den Filter füllen, schauen was er tut, messen den Ölstand und dann können wir ihn einmal nachfüllen. So, wie ihr seht, schauen, dass ich da mal 1,5 Liter rausnehme. Das ist ein halber, das ist 1, das ist 1,5, nicht ganz recht. So haben wir es ungefähr. Und dann können wir da den Rest da reinschütten. Und dann starten wir das Ding einmal. Das Motorle. Und dann würden wir ein Edding nehmen und da hinten drauf schreiben, die Fläche, wenn ich den Ölwechsel gemacht habe. Weil so ein Anhängerkärtchen habe ich keins. Und alles andere vergiss ich wieder. Außerdem soll es unter der Motorabdeckung normal auch nicht drin sein. Ich möchte ja nicht jetzt mal auflopfen zum Nachladen.
So, gefüllt haben wir. Deckel drauf. Dann starten wir mal an die Maschine. Mal schauen, was der Ölmehlstab jetzt seht. Also da ist Minimum, da ist Maximum, in dem Bereich sollte man sein. Vorher sind wir ein bisschen über Maximum gewesen. Das Öl ist mir zuerst relativ dünnflüssig vorgekommen, aber wir sind ja warm gefahren, also kann es schon sein, dass das ein bisschen dünner ist. Jetzt sind wir ein kleines bisschen über dem Maximum. Dann starte ich mal, dann müsste nämlich knapp 3/4 Liter da noch in den Ölfilter reingehen und den müsste der Stand relativ gut passen. Jetzt kann ich auch noch was anderes schauen. Wir haben schon länger schauen wollen, ob wir eventuell ein Kompressionsproblem haben. Und das ist die Sache, wenn der Deckel hupft. Nein, er raucht nur ein bisschen. Das ist ganz normal. Der Rauch, das ist Öldampf, der noch drin ist im Kurbelwellergehäuse. Und das wird dann durch Kurbelwellergehäuse Entlüftung wieder in den Ansaugtrag hineingehauen. Wenn das natürlich zu viel ist, wie wenn der Ölstand zu hoch ist oder so, dann geht er das in den Auspuff und das raucht wie Sau. Dann hast du so einen bläulichen Rauch. Und ja, wäre nicht von Vorteil. Außerdem stinkt es wie Sau. So, dann stelle ich mal wieder ab. So, nochmal den Ölstand anschauen. Da schaut es jetzt einmal aus, als wären wir knapp unter Max. Nochmal rein und schauen, dass man es immer ganz einsteckt. Schauen. Ja, wir sind ein bisschen über Max. Ein kleines bisschen drüber. Das heißt, wir haben ein bisschen zu viel Öl drin. Ja, ich fahre noch mal eine Testrunde, schauen. Vielleicht ist der Filter doch noch nicht ganz gefüllt. Weil eigentlich haben wir jetzt nur 7 Liter rein, 8 Liter statt 8,5. Also sollte man nicht zu viel haben. Aber ja, schauen. Jetzt nehmen wir unter die Abdeckung wieder drauf. So. Ja, Kombi-Wachs, Seilfett. Das stoppt zwar das Rosten nicht, oder entfernt der Rost nicht, aber es verhindert oder es reduziert das Weiterrosten zumindest enorm. So genau muss man es nicht putzen, es ist nur wichtig, dass die größten Scherpen, Rost oder Lack weg sind, damit das Ding auch drunter kann, Seilfett. Weil überall wo Lack ist und Wasser drunter kommt, dann kannst du drunter in Ruhe weiterrosten. Und genau das will man. Dann tue ich den normalen Spritzer weg, nehme das, weil ich gezielt spritzen möchte. Wenn wir das Ding hinkriegen, ohne dass ich das ganze Seilfett im Grund kriege. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich euch das vorher schon gesehen habe. Aber bevor die Abdeckung kommt, habe ich nochmal drauf geschaut. Es ist nichts angetropft. Also
Schaut es noch aus, als wäre die Ölablassschraube dicht. So sah jetzt auch nichts, was ich im Moment machen könnte. Da ist komplett alles mit Plastik abdeckt. Wenn ich beim Kollegen mal auf der Bühne bin, würde ich das alles annehmen. Hoffentlich zusammen, dass wir weniger Arbeit haben. Oder dass es schneller gemacht ist. Der Arbeit bleibt ja die gleiche, ist halt aufteilt auf 2. Aber damit es schneller geht und dann schauen wir dort mal drunter, nicht dass wir irgendwie Karre unterm Arsch wegrostet. Ja, somit ist alles angeschlossen. Werkzeug ist jetzt so alles auf der Seite. Jetzt kann ich noch schnell auf, ich mache Motorabdeckung auf, dann gehe ich Probefahrt fahren. Und dann, nach der Probefahrt, schaue ich mir nochmal den Ölstand an. Weil wie gesagt, ich habe 8 Liter rein, 8,5 heißt es für Audi Mönn rein. Und ja, der Vorbesitzer hat gesagt, er tut immer 9 Liter rein, damit er auf dem Maximum ist. Also gehe ich davon aus, dass 8 nicht zu viel sind und Ablauf haben wir ja auch alles. Also ja, mal Probe fahren. Wenn es nicht ich gebludert zum Retour. Und dann misst der Ölstand nochmal. So, dann scheint die Verkleidung auf und dann sehen wir es. Dann, wenn wir die Abdeckung drauf tun. Einfach noch am Öleinfüllstutzer ausrichten und montiert. Mehr ist da nicht. Deckel drauf, grob zu und gut ist. Jetzt tue ich da noch ein bisschen ein Seilfett ins Schloss rein und auf die Schraube drauf, weil da schaut es schon ein bisschen nach Karies aus. Und dann hat sich das. So, da ein bisschen drauf. Stufe leer, da rundum an. Das da drinnen sagt man nicht. Darum schieße ich drauf, ob das da drinnen ein bisschen fettig oder dreckig oder so auslagert. Ist mir lieber, dass es ein bisschen scheiße auslagert, als dass es scheiße zusammenrostet. So, Huber ist zu. Ja, sonst gibt es nichts mehr zum Sagen im Moment. Wie gesagt, jetzt muss ich grob zu machen, das Werkzeug verräumen und mit dem Auto eine Probefahrt fahren. Falls etwas im Ölstand nicht passt, falls er immer zu hoch ist, mache ich mit dem Video noch weiter und sage, wenn ich das Öl ablasse. Ich hoffe, dass ich nicht muss, weil es eine Scheißarbeit ist. Und ansonsten danke fürs Vorbeischauen und wünsche noch einen schönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal.